Hey Leute, diese News sind etwas kürzer, da ich diese vorproduziere. Den Rest hole ich dann im Januar nach. Am Ende sage ich noch was Allgemeines. Bleibt also dran. Eine kurze Sache noch, bevor wir loslegen. In den Ransomware News Nummer 26 geht es um Ereignisse vom 28.11. bis zum 16.12. Das Thema Alpha-V werde ich in einem separaten Video angehen, da hier noch vieles unklar ist, beziehungsweise noch im Fluss. Nur so viel. Das FBI hat wohl deren Domain beschlagnahmt und die Ransomware-Gruppe hat noch irgendwie Zugriff drauf und deswegen geht da gerade so eine Art Katz-und-Maus-Spiel hin und her, wer jetzt Zugriff auf diese Domain hat. Jedenfalls haben sie einen neuen Blog gestartet und sind meiner Meinung nach noch nicht komplett weg vom Fenster und wie gesagt, ist ein bisschen komplizierter, deswegen gibt es da was Eigenes dazu. Genug gelabert, los geht's. Starten wir mit dem Landkreis Vorpommern-Rügen. Ich blende euch mal die Initialmeldung von deren Webseite ein. Zum Zeitpunkt, dem 28.11., meldet man, dass man die Systeme aufgrund eines Sicherheitsvorfalls vom Netz nehmen musste und die Telefonie soweit nicht geht. Bis auf die Bestätigung am 29.11., dass es sich um einen Cybersicherheitsvorfall handelt, ist es soweit erstmal ruhig geblieben. Am 4.12. meldet man, und das seht ihr jetzt hier im Hintergrund, dass es massive Einschränkungen gibt. Liest man das alles, dann erinnert mich das ein bisschen an Ransomware oder daran, dass man jetzt noch nicht alles weiß, was ist jetzt davon betroffen und man lässt es lieber erstmal aus, was ja auch okay ist. Am 5.12. meldet man, dass man zwar eingeschränkt, aber wieder in Teilen arbeitsfähig ist. 2 Tage später, am 7.12., präsentiert man eine Übergangslösung für die Kfz-Zulassung und meldet, dass alle elektronischen Anträge vom 27.11. bis zum 29.11. verloren gegangen sind. Das heißt für euch, ihr müsst die nochmal einreichen und diesmal möglichst per Post. Das war's jetzt soweit mit dem Update. Dahingehend, das nächste gibt's dann hier entsprechend im Januar. Weiter geht's mit der Inros-Lackner-Gruppe. Das ist eine Firma, die sich auf Architektur- und Ingenieurlösungen spezialisiert hat. Auf ihrer Webseite melden sie, dass sie Opfer eines Angriffs wurden und was ihr jetzt hier nicht seht, als Rufnummer wird eine Handynummer angegeben. Sie geben an, dass ihre Telefon- als auch die Dateisysteme besonders betroffen seien. Mehr Informationen habe ich aktuell nicht. Und wieder zurück in den Kritis-Bereich. Das Klinikum Esslingen meldet auf ihrer Homepage, dass sie am 28.11. gegen 17 Uhr es zu einem Angriff auf deren IT-Infrastruktur kam. Laut Mitteilung, die ihr jetzt hier im Hintergrund seht, hat sich jemand via Fernzugriff in den internen Bereich angemeldet und angefangen, Schaden anzurichten. Betroffen sind hauptsächlich die bildverarbeitenden Systeme der Radiologie. Außerdem hat es die Bildgebung im Bereich Ultraschall und Endoskopie erwischt. Zusätzlich wurden noch Daten der Verwaltung gelöscht. Wichtig zu erwähnen ist, dass es grundsätzlich zu keinen Patientenschaden bzw. die Patientenversorgung war laut Geschäftsführer Matthias Ziegler nicht beeinträchtigt. Da der Angriff selbst rechtzeitig entdeckt wurde, hält sich der Schaden hier in Grenzen. Außerdem soll innerhalb von 24 Stunden alles wieder laufen. Wer dahinter steckt, konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Von der Klinik wechseln wir aufs Feld. Der Landmaschinenhersteller Grimme meldet auf deren Homepage, dass sie am 28.11.23 Opfer eines Angriffs wurden. Aktuell prüft man die Systeme und es kommt zur Einschränkung bei Ersatzteil- und Maschinenlieferungen, dem MyGrimme, Lieferanten, Vertriebspartner und Stellenportal sowie Internetseiten. Die ganze Prüfung wird etwas dauern, da nicht nur Grimme, sondern auch andere Teile der Gruppe wie zum Beispiel Putnik, Asalift, Internorm, Recon und so weiter geprüft werden muss. Im Groben kann man aber sagen, das liest sich jetzt nicht so dramatisch, oder? Die Webseite om-online.de zeichnet aber ein etwas anderes Bild. Die haben mit dem Pressesprecher Jürgen Feld geredet und dieser sagt so etwas wie, Zitat, die Auswirkungen sind aktuell noch überhaupt nicht absehbar. Zitat Ende. Außerdem hat man am Dienstag, also am Tag des Hacks, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Hause geschickt. Insgesamt hofft man, dass man mit einem blauen Auge davongekommen ist. Das klingt jetzt schon wesentlich dramatischer. Wer für den Angriff verantwortlich war, konnte ich nicht herausfinden. Wie die Rhein-Zeitung berichtet, wurde die Facebook-Seite von Ferienland Cochem gehackt und inzwischen gelöscht. Wirklich viele Infos gibt's da nicht. Der Artikel selbst befindet sich hinter einer Paywall. Wenn ihr ein Abo habt, schaut da einfach mal rein. Artikel gibt's unten in der Videobeschreibung. Nach dem kurzen Abstecher zu Facebook geht's wieder zurück Richtung Maschinentechnik. Wie die Firma Grabner Maschinentechnik auf ihrer Homepage bekannt gibt, sind sie Opfer eines Angriffs geworden. Stattgefunden hat das alles zwischen dem 1.12. und 3.12. und laut deren Mitteilung kann man nicht ausschließen, dass Daten abhanden gekommen sind. Trotz alledem scheinen sie aber so gut aufgestellt zu sein, dass sie inzwischen wieder normal arbeiten können. Wer das war und ob Ransomware überhaupt zum Einsatz kam, kann ich leider nicht sagen. Anders sieht es hier bei der Firma Risa Aufzugbau aus. Lockbit beansprucht hier den Hack für sich. Ein Hinweis ist hier, dass die Webseite der Firma aktuell nicht erreichbar ist. Wie ihr sehen könnt, wurden die Daten inzwischen geleakt, Sample-Daten gibt es aber keine. Der nächste Screenshot wird leider etwas schlecht lesbar sein. Ranzoom führt hier nur zu Pixelbrei. Aber worum geht's? Die Ransomware-Gruppe Akira meldet unter den News,
dass sie die Daten der Firmengruppe Bauwerk Böen gestohlen haben wollen. Ich habe ein bisschen gesucht und konnte auf deren Firmenwebseite unter anderem keine Meldung finden. Sampledaten gibt es keine, daher werden wir hier abwarten müssen. Bleiben wir gleich bei Akira. Der aktuelle Eintrag von deren Newsseite ist Nexiga. Die sammeln Daten und visualisieren diese. Geht so in die Richtung Geodaten, Marktanalyse. Sampledaten gibt es keine und auf der Webseite von Nexiga habe ich keinen Hinweis auf den Hack gefunden. Auch hier werden wir abwarten müssen. So, kommen wir zu den Updates. In den Ransomware News Nummer 25 habe ich euch von der DENA, der Deutschen Energieagentur, ein Think Tank der Bundesregierung, berichtet. Zur damaligen Zeit stand nicht fest, wer hinter dem Hack stand. Nun wissen wir es. Wie ihr sehen könnt, es war Lockbit. Im Screenshot steht sehr klein, dass die Meldung vom 12.12. ist und die letzte Meldung von der DENA ist vom 23.11. Also da gibt es seit Ewigkeiten kein Update. Sample-Daten gibt es aber keine. Auch bei VW Grote gibt es ein Update. Die letzte Meldung dazu war in den News Nummer 21. Die Firma selbst ist ein Architekturbüro. Cloak, die ich eher so als Händler, als Ransomware-Gruppe einstufen würde, hat die Daten inzwischen veröffentlicht, da sie wohl niemand kaufen wollte. Es gibt Sample-Daten und zu sehen sind ein Schreiben einer Versicherung mit Posteingangsstempel vom Juni 2023, 2 Pässe und 2 Angebote. Die Sample-Daten lassen wenig Spielraum. Für mich sieht es jedenfalls wirklich leider danach aus, als dass sie hier in irgendeiner Form an die Daten der Firma gekommen sind. So, das war's soweit mit aktuellen Hacks und Updates. Ansonsten hat man noch die ein oder andere Gruppe hochgenommen. Zu nennen wäre hier Trigona und Ragnar Locker. Bei Ragnar Locker hat man die Server beschlagnahmt und Trigona wurde von ukrainischen Aktivisten gehackt, deren Daten wurden kopiert und dann wurden sie platt gemacht. Die Artikel dazu packe ich euch in die Videobeschreibung. Neben den beiden gibt es noch Hive, die wurden von ukrainischen Polizisten geratet. Da gibt es auch ein Video dazu, das habe ich glaube ich auch noch irgendwo rumliegen. Und ansonsten halt das Alpha-V-Thema bzw. Black Hat. Da denke ich, werde ich zwischen Weihnachten und Neujahr das Video machen. Und ansonsten natürlich darf man nicht vergessen, Weihnachten und Neujahr, das ist so Hacking-Zeit. Ja, keiner ist da, keiner guckt richtig hin und schon bist da, ja, am Arsch. Also dann, lasst euch nicht weghacken, patcht eure Systeme. Wir sehen uns, ja, vielleicht nächstes Jahr. Haut rein. Ciao.